Bitcoin hält sich am Wochenende bei den 77.200 US-Dollar. Jetzt die allergrößte Frage, die wir haben. War das jetzt wirklich das Bärenmarkt-Tief? Und wir gehen bei Bitcoin in höhere Preise rein. Das schauen wir uns heute im Video einmal im Detail an. Sprechen natürlich auch wie immer über unseren Goldkurs, denn der hat auf jeden Fall hier in der Asia-Session, wo wir gerade uns befinden. Denn wie du siehst, das Video kommt ein bisschen früher raus, früher als eigentlich gedacht, denn ich werde gleich zum Airport fliege nach Bangkok. Das heißt, um euch dann natürlich perfekt auf den Tag vorzubereiten und vor allem für mich auch eine klare Analyse zu machen, habe ich mir extra heute Morgen den Wecker ein bisschen früher gestellt. Daher lass auf jeden Fall unbedingt mal ein Like da. Abonniere den Kanal, wenn du neu mit dabei bist, damit ich hier auch ein bisschen Unterstützung bekomme, hier das Video für dich abzudrehen. Wir werden es wahrscheinlich folgendermaßen machen. Wir werden jetzt hier einmal kurz über den Bitcoin drüber gehen, über die wichtigsten Zonen drüber sprechen, vor allem den Fokus so ein bisschen auf den größeren Timeframe setzen, wo ich dann aber auch natürlich am kleineren Timeframe Ideen habe, am heutigen Tag neue Positionen mit einzugehen. Und dann geht es natürlich auch wie immer in den Goldchart rein. Ich werde euch nachher, ich denke, da werde ich dann wahrscheinlich schon im Flieger sitzen, auch im Goldchart einmal euch verschiedene Zonen reinposten. Deswegen sei auf jeden Fall am Discord mit am Start. Ich hoffe mal, vom Internet funktioniert das alles nachher im Flieger, dass wir vielleicht auch die London-Session gemeinsam traden können. Dazu aber nachher im Video mehr. Starten wir als allererstes einmal die Woche mit dem Blick über die Newsdaten. Steht eigentlich gar nicht so viel an. Wir haben heute jetzt Consumer Confidence aus dem August. Das ist einmal halbe Stunde nachbörslich. Nee, falsch. Heute steht gar nichts sogar an. Lass mich da nochmal reinschauen. Heute steht sogar gar nichts an. Also am Montag steht sogar gar nichts an. Das ist für den Dienstag geplant. Mittwoch PCI-Daten, PCI-Daten, Preisindex kommt am Mittwoch 14:30 Uhr, das heißt eine Stunde vorbörslich. Und die Rohöllagerbestände einmal sogar nachbörslich, wird sehr interessant der Mittwoch. Das heißt ansonsten Donnerstag, Freitag eher Newsdaten weniger interessant. Gehen wir jetzt mal genau zu der Frage, wo du jetzt auch aktuell auf dem Video drauf bist. War das jetzt wirklich das Bärenmarkt-Tief und sehen wir bei Bitcoin möglicherweise nur noch steigende Kurse? In den letzten Wochen haben viele Leute über die 40, 50 oder auch 30.000 US-Dollar gesprochen. Und es sieht gerade sehr stark danach aus, dass wir möglicherweise das Bärenmarkt-Tief schon erreicht hatten. Warum ist die Wahrscheinlichkeit jetzt so ein bisschen geringer geworden? Ich persönlich gehe nicht mehr davon aus, dass wir ein tieferes Tief sehen. Ich gehe davon aus, dass wir zwar noch Rücksetzer sehen, werden wir auch gleich einmal durchgehen, beziehungsweise die Leute auf dem Livestream am Wochenende wissen auch genau, wovon ich rede. Lass mich dir aber einmal kurz erklären, warum ich davon ausgehe, dass wir durchaus das Potenzial geringer sehen, ein tieferes Tief zu machen. Und dazu gehen wir in den vergangenen Chart einmal rein. Wir haben im letzten Bärenmarkt einen Abwärtsmove nach unten gesehen bei Bitcoin mit einer Art Dreierformation. Rücksetzer nach unten, seitliche Phase, Verkauf gestoppt und dann ging es nochmal ein Stückchen nach oben. Das gleiche hatten wir noch einmal, ging es dann auf die 18.000, 19.000 runter, nochmal ein leichter Anstieg nach oben und dann ging es diesen letzten Move nach unten. Dort haben wir uns dann sehr lange aufbehalten, um dann ja parabolisch wirklich mit einer richtig starken Bewegung aus dem Abwärtsmove nach unten rauszukommen und haben dann auch den Wochenchart. Das heißt, wie du siehst, wir sind hier beim Wochenchart und ich persönlich gehe erst davon aus, dass das Tief da ist, wenn wir im Monatschart einmal das Hoch rausgenommen haben. Gehen wir aber gleich auf jeden Fall auch drauf nochmal ein. Und Monatslos ist ja noch ein bisschen hin. Wochenclose war jetzt am Sonntag durch. Wir haben diesen Abwärtstrend im letzten Bärenmarkt schön durchbrochen gehabt, haben diesen Abwärtstrend nochmal geretestet. Das heißt, wir haben auch dort nach diesem massiven Anstieg nochmal einen Rücksetzer auf den Abwärtstrend bekommen. Was mich hier auch dann wieder so ein bisschen zeigt, dass es durchaus das gleiche Szenario sein kann wie aus dem letzten Bärenmarkt, ist, dass wir eine Divergenz hatten. Das heißt, du siehst es ganz gut, wir haben einen abfallenden Preis auf dem Wochenchart, aber einen steigenden RSI. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen in den aktuellen Bärenmarkt, haben wir exakt genau das Gleiche. Wir haben einen abfallenden Kurs und wir haben eine steigende Divergenz, ebenfalls wie im letzten Bärenmarkt. Ich persönlich bin super happy mit meinen Spotkäufen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt bei Bitcoin das als Bärenmarkttief haben, dann haben wir den Bärenmarkttief bei den knappen 57.000 oder 58.000 US-Dollar gesehen und würden
möglicherweise jetzt nur noch den nächsten Move nach oben setzen. Wir haben uns das Ganze im Livestream schon mal ein bisschen nochmal zurechtgelegt und einmal unsere Analyse weitergemacht gehabt. Denn wir sind Trader. Wir müssen jeden Tag den Chart analysieren. Deswegen auch ich bin davon ausgegangen, und das sage ich euch auch offen und ehrlich auch, ich bin davon ausgegangen, dass wir nochmal ein tieferes Tief sehen. Beziehungsweise ich habe ja auch meine Limit Order dort liegen. Ich lasse die jetzt auch erstmal noch dort liegen, solange bis wir die 82.400 US-Dollar rausnehmen. Weil spätestens, wenn wir dieses Hoch rausnehmen auf dem Wochenchart, sollte jeder eigentlich da draußen es verstanden haben, dass das Bärenmarkt-Tief möglicherweise bei den 58.000 US-Dollar war. Das Bärenmarkt-Tief, das ist halt leider immer so genauso wie das All-Time-High. Man sieht es erst später und nachher, wenn man auf den Chart drauf schaut. Wir haben es uns im Livestream einmal auch durchgespielt gehabt. Wenn man den ganzen Chart sich dann einfach nur mal so betrachtet, sieht man relativ ganz gut, dass man sagen kann, okay, ja, es war ja irgendwie klar. Das Ding ist, aktuell sind wir doch genau in dieser Phase, wo die Klarheit noch nicht ganz da ist. Das heißt, wir müssen mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Arbeiten wir im Trading sowieso. Das heißt, wenn du jetzt davon ausgehst oder wenn der Chart dir ein bisschen zeigt, dass es durchaus das Potenzial sein kann, dass es das dem Bärenmarkt aktiv ist, müssen wir einfach den Chart neu bewerten. Und das haben wir am Wochenende gemeinsam gemacht. Daher hier auch eine neue Analyse eingezeichnet. Jetzt natürlich trotzdem dadurch, dir natürlich einmal aufzuzeigen, okay, was sind jetzt die nächsten Zonen für dich, wenn du es jetzt verpasst hast, den Sphärenmarkt tief zu kaufen. Ich gehe stark davon aus, dass wir hier nochmal einen Rücksetzer sehen. Rücksetzer durchaus auf die knappen 66, vielleicht auch 66.500 US-Dollar nochmal auf diesen Abwärtstrend. Das hängt ein bisschen darauf an, wie hoch der Rücksetzer sein wird, wo wir jetzt auch bei Bitcoin natürlich in den nächsten Tagen hinlaufen. Sollten wir es schaffen, wirklich das Hoch 82.700 US-Dollar oder 82.400 US-Dollar rauszunehmen, gehe ich stark davon aus, dass das Bärenmarkt aktiv ist und wir dann nur noch steigende Kurse sehen. Steigende Kurse heißt aber nicht automatisch, dass es keinen Rücksetzer mehr gibt. Und das ist wichtig zu verstehen. Nur weil wir jetzt den richtigen Pump nach oben gesehen haben, das Bärenmarkt tief vielleicht auch meiner Meinung nach schon drin ist, heißt es nicht, dass wir durchaus auch noch einen Rücksetzer, vielleicht auch nochmal Richtung 67.000 US-Dollar sehen können. Und dazu gehen wir jetzt auch einmal in den anderen Timeframe rein, und zwar in den etwas kleineren Timeframe, und zwar in den Daily Chart. Wie gesagt, Daily Close bei Bitcoin super, super stark gewesen. Wir sind über den Abwärtstrend drüber gelaufen, sind hier aus unserer Range ausgebrochen, über den 300er EMA, und die nächste interessante Zone ist definitiv die 81.000 US-Dollar bis hin zu den 84.400 US-Dollar. Würde ich da oben eine mögliche Short-Position mitnehmen? Erstmal nicht, weil wir sind über dem 50er Daily EMA. 50er Daily EMA heißt für mich, ich suche mich tendenziell eher nach Long-Positionen als nach Short-Position. Könnt ihr da oben trotzdem eine Long-Position, eine Short-Position mitnehmen? Absolut. Setup absolut gegeben. Stop-Loss über dem letzten Hoch, und dann kann man da nochmal eine Short-Position mitnehmen. Sollte der Markt dann drehen, bullish weiter nach oben gehen, dann ist uns allen sowieso klar, dann geht das Richtung 90 oder gar sogar 100.000 US-Dollar. In den kleineren Timeframes wird es da aber interessanter, denn wir haben über das Wochenende einmal eine richtig schicke, schöne Seitwärtsphase gehabt. Genau das, was wir eigentlich auch sehen wollten, dass wir hier eine perfekte Seitwärtsphase bei Bitcoin haben. Schöne, ja, Wochenend-Range sogar, also die Wochenend-Range war richtig ordentlich dabei. Wir haben es gesehen, wir haben eine Wochenend-Range-Phase von knapp 3.200 US-Dollar, ordentlich. Und wir haben hier einen schönen Fake-Out nach unten gesehen gehabt. Ich hatte das auch im Livestream schon mal gesagt gehabt. Ja, mir gefällt der Break nach unten jetzt nicht ganz so gut. Sind auch einmal wieder nach oben reingelaufen, sehen jetzt eigentlich nichts anderes, als dass wir nochmal, und da müssen wir einmal den Abwärtstrend richtig einmal auf den Candle Close setzen, dass wir diesen Abwärtstrend einmal bullish antesten. Je nachdem, wann das Video rauskommt, wann du heute Morgen aufstehst, wirst du wahrscheinlich schon sehen, ob wir das Ganze als schönen bullischen Retest gesehen haben. Das heißt, Break nach oben, Retest auf unsere Zone, und unsere Zone ist genau im 1-Stunden-Chart der 50er Daily EMA und der 14er Daily EMA. Das heißt, da kann man vielleicht sogar echt in eine schöne Long-Position einsetzen. Nochmal hier eine Bewegung mit dem Breakout nach oben mitnehmen. Positionsmäßig sehe das dann folgendermaßen aus, wenn wir uns das einmal mitnehmen. 50er Moving Average, Stop-Loss dann unter dem letzten Tief. Hätten wir einen relativ größeren Stop-Loss, Take Profit einmal das letzte Hoch, beziehungsweise ich würde sogar das
den Take Profit Richtung den 81.000 US-Dollar setzen und dann kann das hier ein richtig schöner, ja möglicherweise kleiner, ich will nicht sagen Day-Trade, aber Swing-Trade vielleicht durchaus sein. Risk-to-Reward-Ratio von 2,8, je nachdem, wo man einsteigt. Wenn man den 50er EMA nimmt, dann ist es sogar ein Risk-to-Reward-Ratio von knapp über 3, was definitiv ein schönes Risk-to-Reward-Ratio für die Trade-Position sein kann. Macht euch gerne einen Screenshot davon, haltet das Video gerne an. Das ist eine durchaus sehr, sehr interessante Position, in eine neue Long-Position einzugehen. Für unsere Short-Trader unter uns können wir natürlich auf folgendes Szenario ebenfalls achten. Sollten wir jetzt wieder in unseren Bereich reinlaufen, das heißt unter dem 50er EMA brechen, dann vielleicht auch sogar in dem 1-Stunden-Chart einen bärischen Cross sehen, das heißt der 14er EMA kommt auch runter, nochmal den Retest auf den 50er Moving Average mitnehmen und dann hier eine Short-Position mitnehmen, die man dann gegebenenfalls auch mit Stop-Loss über dem letzten High, vielleicht auch nochmal Richtung 300er EMA, das sind die knappen 70.000 US-Dollar, durchaus runterreiten kann. Glaube ich jetzt, dass der ganze Pump auch von der letzten Woche einmal wieder abgeholt wird. Ich persönlich glaube nicht, dass wir die ganze Bewegung abholen. Es heißt auch nicht, dass wir die Bewegung sofort abholen. Es kann auch durchaus sein, dass wir jetzt einfach eine nächste Long Confirmation reinbekommen. Übrigens, Abholen der Pump-Bewegung auf dem 50er EMA, 72.000 US-Dollar, wäre nichts anderes als eine massive Long Confirmation, die uns möglicherweise ein richtig großes Level nach oben bringen kann. Trotzdem, Abverkauf nach unten durchaus möglich, heißt aber nicht, dass es sofort passieren muss. Ich gehe mir sogar eher davon aus, dass wir den Abverkauf bei den Richtung 80.000 US-Dollar sehen, dann Rücksätze bekommen und dass wir dann eine richtig schöne große Long Confirmation bekommen. Ich kann mich natürlich auch absolut täuschen. Schreib mir gerne noch in die Kommentare rein, was ist deine Meinung? Haben wir den Bärenmarkt jetzt gesehen und es geht alles nur noch parabolisch nach oben? Oder sehen wir hier einfach nur, ja, quasi in den absoluten Trap und wir fallen möglicherweise sogar nochmal in ein tieferes Tief rein? Switchen wir jetzt aber auch einmal in die Liquidierungszonen rein, bevor wir dann natürlich auch die Analyse bei Gold setzen. Wie du siehst, wir haben hier über uns Richtung 80.000 US-Dollar im Block durch diese Wochenend-Range. So haben wir natürlich einerseits den Bereich über uns bei den knappen 80.000 US-Dollar aufgebaut an Liquidierungen und natürlich bei den knappen 75.000 US-Dollar liegt auch wieder einiges an großen Liquidierungen. Ja, unter uns 64.000 US-Dollar liegt ebenfalls noch ein großer Batzen, da liegt sogar die größte Liquidität aktuell. Das beginnt hier bei ja, knappen 62.000 US-Dollar, da liegt nochmal ein ordentlicher Bereich. Gucken wir aber auch einmal kurz, was aus dem Markt jetzt rausliquidiert worden ist, denn da ist wieder einiges an Positionen aus dem Markt rausgeflogen. Wie du siehst, knappe halbe Milliarde US-Dollar in den letzten 24 Stunden rausgeflossen. Rausgeflossen ist einiges an Liquidität, neue Liquidität gleichzeitig mit dazugekommen. Gerade von den Bitcoin-ETFs ging es da auf jeden Fall ordentlich ab in der letzten Woche. Also wir haben in der letzten Woche positive Einflüsse von den Bitcoin-ETFs gesehen. Allgemein, BlackRock ist hier dabei, wieder brutal an ETFs nachzukaufen und das hat natürlich auch massiven Einfluss dann hier auf den Bitcoin-Preis. Bitcoin bricht jetzt hier gerade so ein ganz klein bisschen nach unten. Wie gesagt, durchaus sehr, sehr interessant Richtung unserer möglicherweise kleinen Long-Position, die man mitnehmen kann. Gucken auch einmal fix auf Twitter vorbei. Ich bin mal wirklich gespannt, ob der Michael Saylor Bitcoin-Bestände jetzt weiterkauft. Er hat auf jeden Fall nichts von dessen gepostet. Normalerweise postet er am Sonntagabend ja immer sein schönes Sheet, dass er wieder Bitcoin-Bestände kauft. Ich bin mal gespannt, was da vielleicht am heutigen Tage durchaus noch bei ihm auf Twitter stattfindet. Jetzt aber auch zu den Goldkurs. Gehen wir natürlich da auch einmal in den Chart hier einmal mit rein. Und zwar folgende Sache für alle Goldtrader unter uns. Ich habe den Indikator ein wenig angepasst. Einerseits, dass du natürlich auch die Session-Zeiten dir einstellen kannst. Das heißt, wir brauchen nicht mal einen zweiten Indikator, um uns die Session-Zeiten anzeigen zu lassen, sondern das Ganze funktioniert jetzt über einen einzigen Indikator. So, schauen wir uns das Ganze einmal an. Wie gesagt, hier, wir können auch noch mal kurz in die Einstellung gehen, können uns das Ganze hier einmal noch mal ein wenig heller machen, dass uns das auf jeden Fall auch noch ein bisschen besser angezeigt wird. Also, Session-Zeiten. Asia-Session jetzt gerade mit im Beginn mit dabei. Das heißt, wir sind hier gerade schön in einer bullischen Bewegung. Asia-Session hier mitten im laufenden Kursbetrieb.
haben wir unseren wichtigen Support-Bereich einmal gehalten bzw. nach oben gebrochen. Wir sehen es ganz gut, Markt hat aufgemacht und da gehen wir einmal kurz in den 5-Minuten-Chart rein, ob wir da ein kleines Gap gegebenenfalls haben. Gap haben wir. Gap wurde aber auch direkt gefüllt. Das heißt, hier, wir haben da einmal unser Gap gehabt, Freitagabend bis zum Montag. Gap wurde direkt einmal abgeholt, also Asia High haben wir aktuell folgendermaßen sitzen. Je nachdem, wann du das Video anschaust, wird sich das Asia High mit Sicherheit einmal verändert haben. Ich werde euch nachher noch in den Discord einmal die aktuelle Goldanalyse reinposten. Das heißt, das wird wahrscheinlich dann sein, wenn ich auch mitten im Flieger sitze, dass ihr hier dann natürlich dann auch die perfekte Analyse bekommt. Also Asia High schön nach oben durch oder nach oben haben wir das bei 4.640 US-Dollar, sind hier in einer Asia-Session aktuell jetzt eher seitwärtsmäßig unterwegs. Rücksetzer 50er EMA sehr, sehr gut abwarten, um dann vielleicht auch hier mit Asia High dann schön die Continuation nach oben mittraden. Sieht auf jeden Fall gerade, wenn wir uns speziell den 15-Minuten-Chart an, bei Gold weiter super, super bullish aus. Haben Buy-Signal sogar bekommen gehabt. Das heißt, für die Leute, die wirklich richtig früh aufgestanden sind heute Morgen, und da gehöre ich heute sogar diesmal auch zu, bei mir ist es jetzt knapp 6 Uhr, wo ich das Video aufnehme, das heißt mitten in der Asia-Session, mitten in der Nacht, hier auch direkt mal einen TP1 eingesagt. Ich habe mir diese Position nicht geholt, werde aber gleich natürlich mit der London-Session weitermachen. Wichtige Zonen aktuell jetzt bei uns im Chart. Klar, Asia Low, gerade schon drüber gesprochen, nicht nur das Asia Low, sondern vor allem auch diesen Aufwärtstrend, den wir bei Gold haben. Dazu mache ich mal einmal kurz fix den Indikator einmal aus. Wir haben hier einen richtig schönen Aufwärtstrend, den wir aktuell halten, auch mit dem Asia Low nochmal bestätigt. Sollte dieser Aufwärtstrend auf dem 15-Minuten-Chart nach unten brechen, gehe ich davon aus, dass wir durchaus nicht nur das Asia Low holen, sondern auch das Potenzial haben, hier nochmal Richtung 4.570 anzulaufen. Das heißt, hier einen Break nach unten dann mitzunehmen. Vielleicht auch hier so eine Art kleinen Retest, dann auf die Trendumkehrung im kleinen Timeframe warten. Andernfalls sollten wir das A sehr hoch rausnehmen, vielleicht auch sogar nochmal einen Rücksetzer auf unseren Abwärtstrend sehen, kann man hier eine richtig schöne, wunderbare Long-Position mitnehmen. Das war es an sich zum heutigen Video, ein bisschen ausführlicher geworden, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit hatte und jetzt schon auch ja, eigentlich müsste ich schon auf dem Weg zum Airport sein. Das heißt, ich wünsche euch einen maximalen erfolgreichen Start in die neue Trading-Woche. Wir sehen uns aller spätestens nachher im Discord. Ich weiß noch nicht genau, ob wir heute einen Livestream machen. Wenn überhaupt, machen wir einen Livestream im Abendbereich. Wünsche euch einen sehr, sehr guten Start in die Trading-Session. Und damit würde ich sagen, wo Gold gerade das Asia herausnimmt, ich gehe ab zum Airport.